Hallo liebe Hundefreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Louis, Hundeverhaltenstherapeut und Mitgründer von Vitomalia. In diesem Video werden wir über den Fellwechsel sprechen. Warum verlieren überhaupt Hunde Fell und wie lange dauert es? In diesem Sinne, viel Spaß! So Freunde, bevor wir loslegen, könnt ihr gerne unten diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Warum machen wir dieses Video überhaupt? Wir machen dieses Video, weil es ziemlich aktuell ist. Denn unsere Hunde beginnen jetzt, wenn sie es schon nicht getan haben, ihr Fell zu verlieren. Warum das Ganze passiert und wie lange das Ganze andauern wird, haben wir jetzt 2 Videos vorbereitet. Das ist jetzt Video Nummer 1, in dem wir darüber sprechen, warum und wie lange. Und im nächsten Video werden wir etwas darauf eingehen, wie wir das Ganze eventuell beschleunigen können. Aber dazu im nächsten Video mehr. Unsere Hunde verlieren 2-mal im Jahr Fell. Und zwar an den Zeiten, wenn die Temperaturen sich verändern. Zwar einmal im Frühling und einmal im Herbst. Aber die Hunde verlieren jetzt nicht Fell anhand der Temperaturschwankungen, denn sonst wäre es so, dass bestimmte Haushunde, die eigentlich keine großartige Temperaturschwankungen spüren, überhaupt kein Fell mehr verlieren würden. Der eigentliche Grund, warum die Hunde Fell wechseln, ist vom Tageslicht abhängig. Und anhand vom Tageslicht, was dein Hund automatisch spürt und empfindet, schüttet der Körper unterschiedliche Hormone aus. Und diese Hormone führen dazu, dass dein Hund dann halt eben diesen Fellwechsel bekommt. Also passt sich dann dein Hund bzw. das Fell deines Hundes immer zur jeweiligen Jahreszeit an die Temperatur und an die Lichtverhältnisse an. Im Frühling ist es so, dass die Hunde am meisten Fell verlieren. Warum ist das so? Über den Winter haben die Hunde eine Unterwolle und somit haben sie eine viel höhere Dichte. Diese wird dann im Sommer einfach nicht benötigt und deswegen ist im Frühling einfach die Masse und die Menge an Fell viel höher, als wie es im Herbst ist. Natürlich gibt es Hunde, die dann auch im Sommer eine Unterwolle haben, aber diese ist dann viel, viel dünner, als wie es im Winter ist. Da es im Sommer sehr heiß ist und sehr viel Sonne scheint, ist es so, dass das Fell die Haut des Hundes vor UV-Strahlen und vor der Hitze schützen soll. Im Herbst ist es so, dass es halt eben nicht so sonnig ist und auch nicht so warm ist. Und in dieser Zeit muss das Fell den Hund vor Kälte schützen vor allem. Bei unseren Hunden können wir beobachten, dass das Sommerfell im Vergleich zum Winterfell viel heller ist. Und das, obwohl unsere Hunde, in diesem Fall Vito und Amalia, die jetzt keine große Unterwolle haben, merken wir schon, dass im Winter sich ein kleiner Flaum entwickelt und das Fell ist allgemein sehr viel dichter und kompakter. Unabhängig davon, dass unsere Hunde 2-mal im Jahr haaren, gibt es auch Hunde, die auch das ganze Jahr über haaren. Aber das Ganze ist einfach gesundheitsbedingt und hormongesteuert, je nach Hundetyp und je nachdem, ob dein Hund gesund ist oder auch nicht. Bei kastrierten Hunden ist es beispielsweise so, dadurch, dass sie einen veränderten Hormonhaushalt haben, verlieren sie über das ganze Jahr über Fell. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema, wie lange dauert überhaupt so ein Fellwechsel, wenn es 2-mal im Jahr passiert. In der Regel ist es so, dass die Hunde innerhalb von 4 bis 8 Wochen ihr Fell komplett wechseln. Je nachdem, was für ein Hundetyp du hast, was für ein Felltyp dein Hund hat und auch wie dein Hund eben gesundheitlich auf Hormone reagiert. Und dann gibt es Rassen wie zum Beispiel Yorkshire Terrier, die haben überhaupt kein Fell, sondern die haben Haare. Bei denen ist es so, die verlieren dann über das ganze Jahr überhaupt kein Fell. Und das wäre so, als würden wir Menschen auch einen Fellwechsel haben. Haben wir nicht. Unsere Haare wachsen und bei den Yorkshire Terriern beispielsweise ist es auch so, werden halt eben die Haare geschoren. Dann gibt es zum Beispiel auch noch mexikanische Nackthunde, die haben überhaupt kein Fell. Das heißt, da gibt es nichts, was gewechselt werden könnte. Und bei solchen Hunden ist es so, dass diese Hunde besonders viel Hilfe von den Menschen eben benötigen. Während der Pubertät ist es auch so, dass die Hunde in dieser Zeit besonders viel haaren können, dadurch, dass sie halt eben hormonelle Veränderungen im Körper durchleben. Und bei Hündinnen beispielsweise, kurz vor der Läufigkeit, da haben wir auch eine hormonelle Veränderung im Körper des Hundes, kann es halt hier auch zum Haarausfall bzw. Fellausfall kommen. Verliert dein Hund außerhalb vom Fellwechsel weiterhin Fell, kann es unterschiedliche Gründe haben. Es kann sein, dass es ein Tierarztbesuch vielleicht war oder ein Urlaub, ein Umzug. Das führt zu Stress. Stress gleichzeitig Hormonveränderung und somit kann es halt eben dazu kommen. In diesem Fall einfach den Stresslevel von deinem Hund reduzieren
Und wie wir in den letzten Videos von Paulina gelernt haben, ist das Hormon Cortisol dafür zuständig, dass ein Stresslevel entsteht und auch bleibt. Bis dieses Cortisol abgebaut ist, dauert es bis zu 2 Tage, bis es vollständig weg ist. Also gönn deinen Hund mal etwas Entspannung, falls es der Fall sein sollte. Und sollte dich dieses Thema interessieren, dann schau dir die Videoserie von Paulina zum Thema Ruhe an. Dort gibt es auch Trainingsvideos, die du mit deinem Hund umsetzen kannst, damit du dein Stresslevel von deinem Hund reduzieren kannst. Das Fell vom Hund ist allgemein ein Indikator für Gesundheit oder Krankheit. Ist das Fell vom Hund glänzend und schön, dann weiß man, okay, der Hund, dem geht's gut. Ist aber das Fell von deinem Hund eher matt, glanzlos, kahl, ölig, dann sind es halt eben Anzeichen dafür, dass es deinem Hund an irgendetwas fehlt. Und hier können Ursachen sein wie Hautpilz, Allergien oder eine Stoffwechsel- oder eine Organerkrankung. In diesem Fall würden wir dir empfehlen, mit deinem Hund zum Tierarzt zu gehen, um ihn mal komplett durchchecken zu lassen. So Freunde, das war es jetzt zu diesem Video. Wir hoffen sehr, dass du jetzt zu diesem Thema etwas lernen konntest. Und es wird noch ein weiteres Video zu diesem Thema geben. Und da werden wir darüber sprechen, wie wir den Fellwechsel von Hund beschleunigen können. Und dann werden wir uns dann im nächsten Video gleich da hinten wiedersehen. In diesem Sinne, liebe Hundefreunde, wenn dir dieses Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben hinterlassen, gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, damit du kein weiteres Video mehr verpasst. Und halt die Ohren steif, immer der Nase nach und bis zum nächsten Video. Ciao.